ist das brandneue Fanatec CSL DD wirklich so revolutionär? Wie euch das CSL DD vielleicht zu einem besseren und schnelleren Fahrer macht und wie es sich anfühlt, das erfahrt ihr jetzt. In diesem Video zeige ich euch die Montage des Geräts in meinem Simrig, zeige euch die Anschlüsse, die Hardware und mache die ersten Fahrtests. Lenkrad-Spezialist Fanatec setzt voll auf Direct Drive. Bisherige Baureihen wie das CSL Elite oder das Club Sport 2.5 sind ja bisher ausgelaufen. Stattdessen gibt es aktuell nur noch Wheelbases mit Direct Drive, wie beispielsweise das DD1, das DD2 oder das F1 Podium, das ja auf dem DD1 basiert. Und nun kommt von dem Hersteller aus Landshut das CSL DD mit derselben Direct Drive Technik, aber mit einem erheblicheren, günstigeren Preis, nämlich 350 €. So günstig gab es Direct Drive noch nie. Welchen Unterschied Direct Drive wirklich macht, erfahrt ihr gleich bei meiner ersten Probefahrt. Doch zunächst werde ich das Gerät erstmal in meinen Simrig anmontieren und einrichten. Das CSL DD ist kompatibel mit PC und der Xbox. PlayStation-Fahrer sollten allerdings dranbleiben, denn für die PlayStation kommt eine spezielle Version von dem CSL DD raus, das eben genau auf diesem basiert und das auch, ich denke, fahrerisch ganz ähnlich sein wird. Also bleibt auf jeden Fall unbedingt dran. Bevor das CSL DD zum Einsatz kommt, muss ich erstmal mein altes Lenkrad, das Podium, demontieren. Selbiges ist mit 3 M6 Schrauben befestigt und mit genau denselben Schrauben kann ich auch das CSL DD montieren. Und bevor ihr sagt, ja Moment mal, ich habe ja gar kein Simrig, ihr könnt natürlich auch eine Tischklemme, die ist separat erhältlich, von Fanatec euch kaufen, mit der ihr das CSL DD ganz einfach am Tisch befestigen könnt und da hält das Ding auch genauso gut. Dazu schiebt ihr einfach das Unterteil in die Schienen an der Unterseite des CSL DD. Danach könnt ihr die Schraube daran schrauben, zusammen natürlich mit der Klemme und mit dieser Klemme. Damit könnt ihr das Lenkrad einfach am Tisch fest verankern. Und der Vorteil ist, an dem Tisch, ihr könnt das Teil dann auch wieder demontieren. Doch bei einem Renncockpit schrauben wir das Ganze natürlich mit besagten M6 Schrauben an. Und diese montieren wir mit den mitgelieferten Nutensteinen. Die können wir nämlich direkt am CSL an der Unterseite verankern. Und in diese könnt ihr dann einfach die M6 Schrauben einschrauben. Oder ihr montiert die Schrauben zusammen mit den Nutensteinen einfach schon mal vor an eurer Basisplatte und schiebt dann einfach das CSL DD über die Schienen an der Unterseite ein. Ich benutze hier jetzt nur 2 M6 Schrauben, weil wir natürlich eine verminderte Kraft haben im Vergleich zum DD1. Deshalb denke ich, werden hier 2 Schrauben ausreichen. Alternativ könnt ihr natürlich die Wheelbase auch seitlich montieren. Dort sind genauso Schlitze vorhanden, um das Ganze zu montieren. Dann schließen wir das Gerät über USB-C an. Dazu gibt es 2 USB-C-Ports, einmal zum eigentlichen Anschluss und einmal als Datenport. Dann gibt es noch den Anschluss für das Netzteil, dazu noch Anschlüsse für die Shifter, für Pedale und für die Handbremse. Also alles, was ihr schon bisher bei Fanatec benutzt, könnt ihr auch hier weiter nutzen. Natürlich könnt ihr alle vorhandenen Fanatec Wheels an die CSL-Basis montieren, denn das CSL DD hat ein Quick-Release-System, das natürlich gängig ist bei allen neueren Fanatec Lenkrädern und damit könnt ihr einfach jedes Wheel direkt anmontieren. Das CSL DD überrascht tatsächlich mit seinen sehr kompakten Abmaßen. Es ist wirklich ein sehr kleines Gerät, das extrem wenig Platz beansprucht. Dennoch ist es sehr schwer mit 6,85 Kilo. Einfach deswegen, weil hier ein großer Elektromotor verbaut ist, der eben mit diesen seitlichen Kühlrippen aus Metall gekühlt wird. Nur die Endplatten sind aus Plastik und wie erwähnt, das Quick Release System, damit könnt ihr jederzeit Lenkräder schnell an- und abmontieren. Am Gerät selbst gibt es keinerlei Anzeigen,
Es gibt noch Schraubenlöcher, damit ihr frontal noch zusätzliche Geräte anmontieren könnt. Und es gibt natürlich einen großen Ein- und Ausschalter. Die Wheelbasis könnt ihr auf viele Arten erweitern. Einerseits natürlich, wie erwähnt, mit den Wheels, andererseits auch beispielsweise mit dem Boost Kit 180. Damit bekommt ihr mehr Drehmoment. Damit habt ihr dann nicht mehr die standardmäßigen 5 Newtonmeter, sondern satte 8 Newtonmeter. Dazu werde ich sowieso künftig noch ein weiteres Video machen, um da die Unterschiede genauer aufzuzeigen. Nicht zuletzt gibt es auch die CSL-Pedale in einer neuen Ausführung. Die werde ich euch auch noch in einem künftigen Video vorstellen. Genauso eben wie auch dieses McLaren GT3 Wheel, das ich euch dann auch nochmal genauer zeigen werde. Jetzt wird es aber höchste Zeit, das Wheel in der Praxis zu testen und um zu sehen, was es wirklich bringt und was das Direct Drive so in der Praxis wirklich hergibt. Und ich bin positiv überrascht, denn das Force Feedback ist sehr, sehr ähnlich zu dem F1 Podium bzw. dem F1 DD1, aber natürlich mit erheblich weniger Kraft. Es ist ja klar, wir haben eben keine 20 Newtonmeter wie in dem DD1 oder Podium, sondern nur 5 Newtonmeter. Und das merkt man. Das Force Feedback ist natürlich entsprechend schwächer und das merkt man auch. Ich habe jetzt hier, ich fahre mit 100% Force Feedback, mir fehlen so eben die hohen Kräfte, die sind nicht ganz da. Was aber da ist, ist die Vielseitigkeit, die Vielfalt der Kräfte. Ich merke sehr, sehr genau den Gegendruck des Wagens beim Einlenken vor allen Dingen. Ich merke genau, was geht noch, was geht nicht. Ich merke die Curbs, ich merke die Bodenunebenheiten und ich merke natürlich auch, wenn der Wagen rutschen will. Und diese Details, das ist ja typisch für Direct Drive, dass diese Details, diese Effekte gleich instant da sind. Und das sind sie. Und das ist das, was eigentlich jetzt das Direct Drive von das CSL auszeichnet gegenüber anderen, vor allen Dingen günstigeren Wheels von der Konkurrenz, aber auch aus dem eigenen Hause, wie das CSL Elite. Das hat ja auch ähnliche Performance bei den Newtonmetern, aber nichtsdestotrotz hat das nicht so abgeliefert wie das CSL DD. Ich werde mir das natürlich auch noch genauer in einem Vergleich angucken. Ich habe jetzt auch kein großartiges Setup gemacht, weder im Spiel noch im Tuning-Menü, denn wiederum, wie bei jedem Fanatec-Gerät, habt ihr ein Tuning-Menü im Lenkrad drin, beziehungsweise in der Basis, wo ihr genau einstellen könnt, die Sensitivität, das Force Feedback, die Dämpfung. Das könnt ihr jetzt eben natürlich auch wieder hier machen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass in der Vorabversion das Menü bzw. die Firmware noch nicht komplett final ist. Ist auch klar, das Ganze ist jetzt hier noch eigentlich schon ein finales Modell, bloß ich habe das Gefühl, dass die Software noch nicht fertig ist dazu, die Firmware vor allen Dingen. Aber es ist ja egal, weil es sind noch einige Monate Zeit, bis das Gerät wirklich rauskommt auf den Markt. Das kommt ja nämlich erst im Herbst raus. Aber ich merke einfach, Direct Drive macht tatsächlich einen Unterschied. Und vor allen Dingen deswegen, weil ein Direct Drive Antrieb einfach schneller anspricht. Ich merke viel früher, was der Wagen machen will. Durch die Kräfte, weil die Kräfte viel schneller anliegen. Und deswegen kann ich schneller reagieren und fahre dann auch sicherer. Und das ist echt der große Unterschied. Man denkt sich ja immer, mit dem Direct Drive ist man ja instant sofort schneller. Das ist zumindest in meinem Fall sogar richtig. Also mit dem DD1 war ich definitiv schneller. Aber vor allen Dingen, was aufgefallen ist, dass man einfach sicherer fährt, weniger ausrutscht, weniger Ausritte hat, weil man das Auto einfach besser einschätzen kann. Rein von den Kräften her würde ich sagen, das CSL DD ist ähnlich zum Clubsport 2.5 Wheel. Oder zur Basis besser gesagt. Aber es ist schwierig zu vergleichen, weil wie gesagt, ein Direct Drive fühlt sich anders an als ein Lenkrad mit dem Riementrieb. Es fühlt sich auf jeden Fall erheblich besser an und kräftiger als das vom Vorgänger. Die Kräfte vom Vorgänger, nämlich vom CSL Elite Lenkrad. Das ist definitiv eine klare Steigerung. Und da bin ich auch richtig gespannt drauf, wenn das Ganze natürlich auch in der PlayStation-Version rauskommt. Weil ich das CSL Elite natürlich hauptsächlich auf der PlayStation benutzt habe. Nichtsdestotrotz
Natürlich werden nicht die Kräfte von einem DD1 oder DD2 erreicht, bei weitem nicht. Vor allen Dingen, wenn ihr von so einem richtigen krassen Lenkrad kommt, merkt ihr, ja, hier fehlt der Wumms. Vor allen Dingen jetzt bei Situationen, wo der Wagen mehr tun will. Ich habe so das Gefühl, so zwischendurch komme ich schon ans Limit. Und umso mehr macht, denke ich zumindest, das Boost Kit 180 absolut Sinn, sich das zu holen. Diese zusätzlichen Newtonmeter, die werden sich, glaube ich, sicherlich lohnen. Ich werde natürlich das Boost Kit noch in einem eigenen Video, in einem der Folgevideos hier, noch genauer testen, damit ihr da Bescheid wisst. Das Handling gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Die Effekte, selbst kleinste Effekte, sind schnell spürbar, vor allen Dingen beispielsweise über Curbs oder eben Feinheiten an der Strecke. Genauso gibt es aber auch dickere Effekte und größeren Gegendruck bei Unebenheiten, wenn man quasi schleudert, wie auch immer. Das spürt man alles und man kann es sehr, sehr differenziert wahrnehmen. Es hat natürlich nicht die Stärke, wie erwähnt, von teureren Lenkrädern, aber dafür kostet das CSL DD ja auch nur ein Drittel eines DD1. Noch ist das Fanatec CSL DD noch nicht verfügbar. Es kommt im Herbst heraus. Ich habe euch das Ganze auch unten in die Videobeschreibung hineingepackt. Es kommt dann natürlich auch noch später eine Version raus für die PlayStation. Die werde ich natürlich auch sehr, sehr gerne hier testen und es werden, wie gesagt, noch weitere Tests folgen auf dem PC, auf der Xbox. Ich werde auch noch die neuen Pedale mir genau angucken und euch die auch noch zeigen. Lasst gerne ein Abo da und ein Like, dann sieht man sich eben beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut und gute Fahrt.